So, letzter Tag unserer Reise. Wir werden jetzt gleich nochmal Richtung Aregua losdüsen. Fazit von dem Hotel, also für den Preis haben wir uns bei weitem mehr vorgestellt. Wir sind eigentlich relativ enttäuscht dafür, dass das so teuer ist. Das Frühstücksbuffet, das war jetzt sehr mager. Schlechtes Brot, kaltes Wasser für den Tee teilweise, keine Butter, nur Schinken und Käse, also wirklich nur eine Sorte Schinken, eine Sorte Käse. Und die Zimmer waren jetzt, also, naja, da waren viele Zimmer sauber. Das soll jetzt kein Meckern sein, aber wir sagen es halt so, wie es ist. Und für den Preis hätten wir uns dann doch ein bisschen was mehr erwartet oder mehr erhofft. Ansonsten so die Räumlichkeiten und das Gelände ist super. Also es lohnt sich trotzdem definitiv hinzufahren. Nur als hier teilweise in den Ecken war es dreckig, der Spiegel war dreckig, die Dusche war, naja, auch nicht gerade sauber. Aber wie gesagt, ansonsten, da muss man halt abwägen. Viele stört es nicht. Nur jetzt hier überall war dann auch so, ja. Aber wie gesagt, wir wollen nicht nur meckern. Also das Gelände ist wunderschön. Wir haben euch das ja auch schon gezeigt, oder wir blenden es jetzt auch nochmal ein. Auch der Frühstückssaal, wo wir gerade saßen, auch super toll mit so einer Essecke und alles schön angerichtet. Nur halt bei dem Preis hätten wir uns ein bisschen mehr erhofft. Weil da war teilweise woanders besser. Aber wir wollen jetzt weiter. Wir packen jetzt eben das Auto und dann geht es zur Töpfermeile. Und da werden wir bestimmt nicht filmen, auch wenn Martin das möchte. Aber ich muss das alles schneiden, deswegen sehen wir uns dann später. Ciao. Jetzt muss ich noch mal gucken, wo der Weg hingeht. Hier ist ein bisschen besser. Kann Sarah nicht ganz so schimpfen. Ich bin doch noch am Wasser angekommen. Seht ihr? Man muss nicht immer den schweren Weg gehen. Sonst wäre ich nämlich gerade da runtergekommen. Und jetzt bin ich hier sicher runtergekommen. Ja. Und hier sieht man dann noch mal einen anderen Blick auf denselben Berg. Aber wie gesagt, wahrscheinlich auf der Kamera. Ich kann auch leider damit nicht zoomen. Kommen wir da nicht so ran. Aber das hier sieht auch nochmal geil aus. Ja, keine Ahnung. Also das soll halt nur in Kanada, Südafrika oder ja doch Südafrika und hier Südamerika in Paraguay gibt es diese spezielle Steinformation. Die haben wohl davon vorher hier die Straßen gepflastert mit diesen Steinen oder auch die Häuser gebaut, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie dann irgendwann gemerkt, dass diese Steinformation was Besonderes ist und haben das Ganze dann eingestellt hier mit dem ganzen Abbau und es sogar unter Naturschutz gestellt. Und ja, man kann den Berg hier besichtigen, der ist wirklich super nah an Aregua ran und es kostet noch nicht mal Eintritt. Man muss sich nur einmal bei dem netten Mann da unten registrieren, der schreibt dann einmal die Cedula ab, aber auch nur von einer Person und dann kann man hier sich das alles angucken. Das ist so ein ganzer Rundweg. Gucken, wie weit wir da jetzt noch gehen. Hier ist auch noch mal so ein Felsen. Auf jeden Fall für Leute, die Natur interessiert sind und mal ein bisschen durch den Wald gehen wollen, was ja in Paraguay auch nicht so oft funktioniert, also zumindest bei uns im Chaco, hier in Ostparaguay ja schon eher, auf jeden Fall ein kleiner Stopp wert. Jetzt geht es hier noch zum Aussichtspunkt hoch. Hier durfte Sarah mit der Frauengruppe damals nicht hoch, weil es geregnet hat. Und man sieht ja hier auch, geht es über den glatten Fels. Wenn der dann auch noch nass ist, könnte man bestimmt stürzen. Und gerade hier muss man dann noch mal klettern. Aber hier hat man noch mal, war es natürlich auch alles gefährlich. In Deutschland wäre jetzt hier schön abgesperrt. Und ich weiß ja noch nicht, wie sehr brüchig das Ganze ist. Eventuell kracht es zusammen, aber einigermaßen stabil
ist es ja. Hier haben sie sogar ein bisschen Holz vorgemacht. Aber wir haben ja auch schon gelernt, diesem ganzen Holz kann man nicht so sehr trauen. Aber auf jeden Fall geile Aussicht. Ich bin schon wieder total außer Atem. Mir fehlt definitiv Ausdauersport, aber bei uns im Chaco ist das Ganze ja auch so flach, dass ich solche Steigungen hier nicht habe. Wir haben ja noch niemals mehr Treppen, außer ein, zwei Gebäude, aber da muss man selten hoch. So, hier scheint es nicht mehr. Ja, doch, geht doch ein gutes Stück weiter. Hier wieder runter. Aber hier sieht man nicht viel. Alles voll gewachsen. Ich würde sagen, noch weitergehen. Weiß nicht, wie weit das noch geht. Hier verzweigen sich auch die Wege. Ich weiß nicht, aber hier kommt man, Ausgang. Kommt man da wahrscheinlich wieder auf den Rundwanderweg. Aber Sarah ist jetzt unten geblieben. Ja, für ältere Leute ist das ja auch nichts. Also zumindest hier der obere Weg nicht. Also unten, der Weg ist auch gut für Ältere zu gehen, würde ich mal sagen. Hier müssten wir fast schon wieder den See sehen können. Ja, sehe ich schon. Ich weiß nicht, ihr wahrscheinlich noch nicht. Da hinten ist der See. Ja, mit der Kamera durch die Büsche wahrscheinlich auch schwer. Aber auch nach da geile Aussicht, wenn man jetzt hier oben steht. Wo geht's hier lang? Es war heute relativ warm. Aber ich denke mal, das wird jetzt hier oben so komplett das, was wir unten rumgegangen sind, irgendwie hier auf dem Gipfel des Berges nochmal lang gehen. Definitiv interessant. Hier ist jetzt nochmal ein schöner Aussichtspunkt. Ja, man soll schon nicht dahinter gehen. Und da sieht man den See. Und weiter geht's hier. Noch mal ein bisschen höher. Ich muss ein bisschen schneller machen. Ja, ja, nicht so gut. Und hier noch mal richtig geil, glaube ich. Weil wir noch mal ein paar Meter höher sind. Ja gut, da. Keine Ahnung. Doch, da geht's auch noch weiter. Aber da werde ich jetzt nicht machen. Also hier ist ja wohl definitiv eine richtig geile Aussicht. Was meint ihr? Hat sich das gelohnt, dass ich mich jetzt hier so außer Atem gerannt habe? Auf jeden Fall, da geht es tief runter. Ich kann mal ausfahren. Da sieht man auch richtig jetzt, wie groß dieser See ist. Der Ypacaraí-See, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und irgendwo da hinten, schräg so gegenüber, waren wir gestern San Bernardino auf der Promenade. Ja, und ich gehe jetzt mal wieder zurück, bevor die anderen mich vermissen. So, haben die natürlich nicht auf mich gewartet. Ich glaube, hier waren wir jetzt von diesem Ausgangspunkt, den ich euch oben gezeigt habe, wo ich noch weiter gerade rausgegangen bin, wäre ich wahrscheinlich hier wieder auf den Hauptweg gekommen. Die anderen sind jetzt schon vorgegangen Richtung Auto. Aber ich glaube, wenn jetzt hier nichts Interessantes mehr kommt, haben wir, glaube ich, jetzt genug gesehen, oder? Hier nochmal ein bisschen Aussicht. Der See ist jetzt auf der anderen Seite. Wir sind jetzt hier entgegengesetzt des Sees sozusagen. Und wenn du jetzt guckst, das war wahrscheinlich irgendwie verbunden dann. Wahrscheinlich wird das alles so gewesen sein, ne? Genau. Ja, die werden von da an irgendwie alles abgebaut haben. Ja. Guck mal, jetzt Sticker. Das ist auch wie diese fleischfressenden Pflanzen. Oh, Sarah fressende Pflanzen. Bis jetzt haben wir nur Sarah fressende Moskitos entdeckt. So, ich muss darauf klettern. Warte mal, nimm mal bitte einmal. Oh, da unten ist sogar Wasser. Möchte ich jetzt aber nicht runterfliegen. Ein bisschen braune Brühe. Und jetzt kann man sicherlich die Gesteinsformation nicht so gut erkennen, dass das solche
achteckigen Form sind, aber da haben wir ja Fotos gemacht, die wir vielleicht an dieser Stelle dann mal einblenden müssen. Und ich muss jetzt hier aufpassen, wieder irgendwie hier runterkommen. Ich kann da nochmal hingehen. Aber ich glaube, hier wird auch nichts mehr sein. Ah, da könnte man sogar bis da runter gehen. Mal gucken. Kriege ich beim Schnitt wieder Ärger von der Sarah. Die sind nämlich jetzt schon weitergegangen. Ja, also hier würde ein Weg runtergehen. Aber da wir jetzt Gäste dabei haben, mache ich das mal lieber nicht, weil ich muss ja gleich nur fahren. Wir haben keine Zeit für einen Aufenthalt im Krankenhaus, denn die beiden müssen ihren Flieger kriegen. Und da müssen wir dann gleich noch weiter Richtung Flughafen. Aber auf jeden Fall schön, dass wir das hier noch spontan geschafft haben. Töpferstadt durfte ich ja nicht filmen, hat Sarah ja verboten. Und ja, wenn jetzt hier nichts Besonderes mehr kommt, sehen wir uns am Flughafen wieder. Flughafen ging das so schnell, wir haben unsere Gäste abgeliefert und ja, die sind auch gut angekommen, hoffentlich jetzt gut im Flieger, und wir sind jetzt nach Ipacaraí gefahren, sind hier wieder am Bahnhof. Hier waren wir ja schon mal, da gibt es ein Video zu, können wir euch verlinken. Aber wir sind heute in einer anderen Mission hier, nämlich Sarah hat mal wieder Hunger und möchte etwas essen, und deswegen haben wir hier einen Laden gefunden, der auch schon offen hat, Estas 65. Mal schauen, aussehen tut der schon ganz gut, vor allem der Blick ist ganz cool. Hier kann man auch innen essen. Haben hier ganz coole Bilder hier vom alten Bahnhof, ein bisschen Deko, und ja, man kann auch draußen sitzen, und wir wollten auch unbedingt draußen sitzen, denn hier können wir gleich unser Essen mit Blick auf die alte Eisenbahn, auf den alten Bahnhof genießen. Ich hatte vorher da geparkt, habe gesagt, wer hat denn da sein Auto hingestellt, extra das Auto weggefahren, um hier gleich essen zu können mit Blick auf die Bahn. Oh, der Akku ist fast leer. Ja, der Akku ist fast leer. Das ist doch mal eine ordentliche Portion hier. Ein schönes Milanesa al Caballo. Sarah hat hier so richtig geile Pommes mit so Cheddar-Käse und Bacon oben drauf und noch so ein Burger. Ich glaube auch so ein Burger, Bacon-Burger oder so. Ja, Estas 65. Also ich habe gerade nur mal die Pommes probiert. Ich denke mal, ist eine Empfehlung, und das Geile ist, auch wenn da jetzt anscheinend die Zeugen Jehovas sitzen, aber das eine Auto ist noch weggefahren, und jetzt habe ich hier einen richtig schönen Blick auf die Eisenbahn. Er hat ja extra sein Auto weggefahren, weil das mega. Habe ich vorhin schon gesagt, dass ich extra dafür weggefahren bin. Und wieder die Mörderspieße. Ja, aber der war ja gut zu erkennen. So, jetzt beiß mal rein, probier mal, wie bei deinem Chaos Kitchen. Und dann lecker. Ja, wenn ihr Sarah ohne mein Geschwätz gucken wollt, dann guckt bei Chaos Kitchen. Die macht ja auch leckeres Essen, und da halte ich meine Klappe. Wir haben jetzt gerade hier entdeckt, weil wir einmal noch mal so ein bisschen spazieren gehen, dass das Gebäude hier am Abbrechen ist, oder was heißt wir? Der Martin hat das entdeckt. Ja, deswegen ist das hier abgesperrt. Letztes Mal konnten wir hier noch langlaufen. Aber wenn ja, und jetzt ist es eingezäunt. Ja klar, da ist Lebensgefahr. Aber wir waren ja auch am Cerro Coy, und da ist ja auch einiges abgebrochen. Und das war, bin ich mir ziemlich sicher, letztes Mal auch nicht. Da haben die gestützt, oder? Naja, das ist ja rausgebrochen. Das sieht so... Weil da ist ja nichts zwischen, ja, aber... Ja, keine Ahnung, vielleicht haben die auch wirklich wieder was dazwischen gepackt. Aber schon interessant. Schade um das Gebäude, ne? Jo. Guck mal, da oben reißt hat er auch. Ja, ja. Was ist das da? Alter Schwede, wow. Da ist ja der Baum da irgendwie durchgewachsen. Wie gesagt, das ausführliche Video haben wir ja schon auf dem Kanal. Das dürft ihr euch auch natürlich sehr gerne angucken. Hier probiert sich ganz so durch. Von hier siehst du richtig, wie der Baum da sich da rausgeführt hat. Jo. Boah. Heftig. Ja gut, wir gehen jetzt noch mal so ein bisschen hier spazieren, mal gucken, ob wir noch was Tolles finden. Ansonsten nicht. Und Martin hat mir gerade mal so ein bisschen erklärt, was das ist, denn das ist ein Drehding. Ja. Ein Drehding zum Drehen. Ich sag's jetzt mal einfach, die wurden hier drauf gefahren, das wurde gedreht und dann waren die Dinger gedreht. Aber Schatz, geh da bitte runter. Wie oft bist du schon im Krankenhaus gelandet? Da grinst er nur.
Wir sind jetzt halt am letzten Tag angekommen hier in der Pension Hook von der Evelyn. Die kennt ja mittlerweile auch schon. Und weil wir irgendwie noch nie hier gefilmt haben, haben wir uns gedacht, machen wir es heute endlich mal, weil wir haben alles gefilmt. Also darf die Pension natürlich auch nicht fehlen. Und ich zeige euch einmal so grob das Anwesen. Also hier kommt ihr rein. Dann könnt ihr nämlich schön im sicheren Bereich halt parken. Da, ich gehe mal kurz drauf, da ist so eine Sitzecke. Hier ist eine Sitzecke, da hinten ist so ein kleiner Garten. Hier geht es zu unserem Häuschen jetzt oder unserer Übernachtungsmöglichkeit. Wir haben mal wieder vergessen, Ankunft zu filmen, aber kennt ihr mittlerweile. Hier kommt ihr direkt rein, habt ihr so einen kleinen Essbereich. Klein ist gut. Der ist schon relativ groß, der Essbereich. Mit Kühlschrank und Küche und Gasherd und alles, was das Herz begehrt. Dann im Schlafbereich, der auch irgendwie riesig ist. Von da aus geht es weiter. Jetzt muss ich mal erstmal die ganzen Lichtschalter suchen, nicht vorbereitet. Hier ins Badezimmer. Und ja, hier finde ich, geht's doch nicht. Und hier ist nochmal so eine Bett-Schlafmöglichkeit sogar. Also wir waren jetzt hier auch schon mal in einem anderen Zimmer, aber ich weiß jetzt gerade leider den Preis nicht mehr. Hier weiß ich ihn jetzt gerade ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber ich blende ihn euch ein. Aber, also beim ersten Mal habe ich jetzt echt gedacht, ich verlaufe mich hier. Jetzt mittlerweile habe ich es raus. Ja. So geht quasi der letzte Tag zu Ende. Wir werden gleich losfahren, Richtung Chaco zurück und dann freue ich mich schon auf meine Hunde. Ich freue mich riesig auf die beiden. Und Ostparaguay ist zwar immer schön, aber wir sind auch doch für immer froh, wenn wir wieder im Chaco sind. Also, ich weiß nicht, ob wir noch was filmen. Und wenn nicht, bis dann. Ciao. Wir gehen jetzt hier nochmal die Reste einpacken. Jetzt habe ich auch nochmal nach den Preisen gefragt. Also das Zimmer kostet 130.000. Das wusste ich vorher, das hatte ich halt nur nochmal nachgeguckt. Und Frühstück 25.000 pro Person. Und der Flughafentransport, was halt für viele auch sehr interessant ist, kostet 150.000. Also nicht von bis irgendwas, sondern einfach Flughafen und hierhin oder andersrum. Martin guckt jetzt gerade nochmal, ob wir alles haben, aber ich meine ja, ne? Alles hier vorne, ne? Genau. Gut. Dann gehen wir nochmal Pipi machen und dann geht's in den Chaco.